Es gibt Motorräder, die begleiten einen ein ganzes Leben lang, obwohl man sie nicht selbst besitzt. So war es hier bei Andreas. Die R80 GS war schon immer sein Jugendtraum. Und als er es sich endlich leisten konnte, war es ein altes Motorrad, eher ein Wrack. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Wir haben die SWT 231 hier. Die gehört dem Andreas. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Motorrad auf sich hat, dann bleibt dran. Die Geschichte um das Motorrad ist so, dass Andreas seit über 40 Jahren schon für dieses Motorrad schwärmt. Das größte Motorrad, das er besessen hat, war damals die SR 500. Und er hatte viele Motorräder und ist auch immer viel Motorrad gefahren, aber er hat es nie geschafft, sich eine GS oder G-S zu leisten. 2024 kam die Wende für ihn. Er hat dieses Motorrad gefunden und hat es gekauft, obwohl es ein absoluter Albtraum war. Das Motorrad war in einem ganz, ganz schlechten Allgemeinzustand und hat sehr, 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 sehr viel Hilfe benötigt. Das Motorrad wurde also in die heimische Werkstatt geschafft und dann ging der Albtraum oder der Beginn des Traums. Der Motor wurde zerlegt, das Getriebe wurde zerlegt, es wurde im Getriebe die Lager getauscht, auf langen 5. Gang umgebaut, eine ölfeste Kupplung. Der Motor bekam den 7-Rock-Kit mit 1000 Kubik, mehr Drehmoment, mehr Leistung. Die Kardanwelle musste getauscht werden. Die Lichtmaschine hat Andreas gegen die Silent Hectic, gegen eine stärkere Lichtmaschine getauscht. Es wurde ein Ölkühler und ölkühlender Thermostat mit angebaut für die 1000 Kubik und viele, unzählig viele Neuteile. Wie viele Stunden in diesem Motorrad stecken, das ist die Frage. Und ich glaube, dass es besser ist, wenn man sich hier keine Gedanken macht. Original oder Umbau? Ja, das ist hier die Frage. Das Motorrad ist weitgehend original in der Optik. Und Andreas wollte auch keinen Umbau. Andreas wollte ja genau diese Maschine, eine R80 GS. Deshalb hat er sich bei seinem Umbau so zurückgehalten und hat versucht, das Motorrad im klassischen Stil zu erhalten. Wie würdest du das machen? Schreib es bitte in die Kommentare. Ist das Motorrad so toll oder sollte man wirklich eine 1:1 Restauration machen oder vielleicht gleich ein richtiges Restro-Motorrad, dass man es komplett umstrickt? Mich würde es interessieren. Ja, SWT-Rahmen, die 231. Schon damals war ihm klar, wenn das Motorrad später wirklich mal umgebaut werden soll, auf eine lange Schwinge, eine Upside-Down-Gabel, dann kommt er um die Rahmenverstärkung noch drin rum und sie ist immer ein Benefit. Mit der Gabel, mit der Originalgabel und dem Original Wilbers Federbein wird er diese Rahmenverstärkung unheimlich bemerken. Der Rahmen wird im Bereich vom Lenkkopf verstärkt, in dem Bereich der Schwingenaufnahme und Ober- und Unterrohr, Unterzug am Lenkkopf werden zusammen ausgesteift. Angetrieben wird das Motorrad von einem 2-Ventil-Boxer mit 1000 Kubik der Firma 7-Rock. Das bedeutet mehr Hubraum, also 800 Features 1000, mehr Drehmoment, eine Doppelzündung verstärkt das Ganze und der lange 5. Gang sorgt dafür, dass der Motor sich nicht zu Tode dreht. Also hier war nicht das Ziel mehr Leistung, sondern einfach ein entspannteres Fahren mit einem entspannteren Motor. 46 Jahre Technik, seitdem hat sich einiges getan. Man kann hier wirklich keinen Quantensprung erwarten. Aber mit einer großen 320er Bremsscheibe und dem Sattel einer 1200 GS ist das Bremsverhalten deutlich unterschiedlich zum Original. Also hier ist nicht von einer Verbesserung zu reden, sondern es ist einfach brutal besser. Im hinteren Bereich neue Bremsbeläge, die Trommel ausgedreht und damit muss man dann einfach klarkommen. Es ist immer so,
Es gibt Motorräder, die bremsen hinten und es gibt GSen, die bremsen einfach nicht. Manchmal kann man es sich nicht erklären und man kann dann viele Wege gehen mit den neuen Bremsbelägen, mit Ausschleifen. Und bei manchen Motorrädern bekommen wir einfach keine vernünftige Bremsleistung und bei anderen nicht. Es ist oft nicht richtig zu verstehen. Wenn wir hier vom Fahrwerk reden, dann gehen wir in der Geschichte ganz weit zurück. Wir haben eine kurze Schwinge mit einem Wilbers Federbein. Wir haben zwei Räder, die auf 9 Äxelfelgen aufgespeist worden sind. Die Felgen sind natürlich viel stabiler jetzt, auch mit den größeren Speichen und vermitteln einfach ein besseres Fahrgefühl. Aber ein großer Teil des Fahrwerks ist auch unsere Rahmenverstärkung. Im vorderen Teil sind lediglich die Federn getauscht worden und die Option nach oben abzugraden zu einer Upside-Down-Gabel ist ja immer gegeben. Beim Cockpit ist er richtig klassisch geblieben. Hier haben wir ein Rundinstrument, den SGS-2 vom Siebenrock, hergestellt vom Acewell, vom Franco Capello, mit den Paneelen aus LED als Beleuchtung. Die Elektrik wurde neu gemacht, das habe ich auch in der Prodose gesehen. Und im vorderen Teil ist ein LED-Scheinwerfer verbaut. Und der bringt richtig Licht ins Dunkel. Kommen wir zu unserem Fazit. Ich bin das Motorrad gefahren. Es ist ultra agil, sehr wendig. Alles in allem ein wunderschönes Motorrad. Ich finde es total toll, dass der Andreas es geschafft hat, diese Originaloptik vom Originaltank zu erhalten und mit dem sportlichen Design des Lederschalldämpfers und des Lederhecks zu fusionieren. Sitzbank sehr bequem mit dem Leder, wunderschön. Die Option des zweiten Sitzes, den man hier abmachen kann und hat eine Gepäckplatte, das ist wirklich klasse. Es geht auch in wenigen Minuten abzuschrauben und dann kann man auch sagen, okay, man hat hier die Einzelsitzlösung oder am Sonntag, es ist jetzt nicht wirklich die wunderbare Sitzbank für den Sozius, aber am Sonntag ein Sitzplatz. Vom Finish her alles top gestrahlt, alles top aufgewertet. Ich möchte gar nicht wissen, wie das Motorrad im Ursprung ausgesehen hat. Wir haben ein paar Bilder, die haben wir im Video ja schon mal eingeblendet. Also das ist eine 1A-Arbeit und die kann sich sehen lassen. Wir wünschen Andreas noch sehr viel Spaß mit dem Bike und schöne Reisen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder was sonst. Macht die Glocke an. Schreibt gerne Kommentare. Liked das Video. Schickt das Video euren Freunden, die sich vielleicht dafür interessieren. Ich zähle auf euch. Bis bald. Euer Manuel Schad von SOD Sports. Ciao.